der Dev-Livestream vom 14. August 2024 zum Microsoft Flight Simulator. Wie gewohnt fasse ich euch die rund 90-minütige Veranstaltung in einem kompakten Video mit allen wichtigen Informationen hier zusammen. Und damit hallo. Great, good to see you all. Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi. Schön, dass du da bist. Nach einem fetten Dankeschön an die Community startete man mit der guten Nachricht, dass Paramount Pictures die Zusammenarbeit um weitere 2 Jahre verlängert. Falls ihr also das kostenlose Top Gun Maverick Paket noch nicht haben solltet, bleibt euch die Gelegenheit erhalten. Im Anschluss bedankte man sich über das durchweg positive Feedback zu World Update 17 und zu der Local Legend Nummer 18 und warf einen kurzen Blick auf die bis dato aktuelle Roadmap 2024. Es folgte der erste von insgesamt 2 Frage- und Antwortteilen. Die wichtigsten Antworten daraus packe ich uns wieder ans Ende dieses Videos. Die komplette Veranstaltung selbstverständlich wieder als Link hier unter dieses Video. Und worauf wir jetzt erstmal einen Blick werfen, sind die weiteren Inhalte, die kommen werden. Sim Update 16 ist aktuell leider noch nicht bereit abzuheben. Da die hardware-seitigen Voraussetzungen auf der Plattform Xbox noch nicht gegeben sind, kommt es hier definitiv zu einer Verzögerung bis nach dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024, also bis nach dem 19. November. Für circa Mitte September wurde das nächste Aircraft and Avionics Update 03 angekündigt. Darin enthalten ist der A310, der A320 Neo und die PC-6. Cameron von Inibuilds war zu Gast und stellte beispielsweise vor, welche neuen Features der A320 erhalten wird. Teil davon waren beispielsweise das neue Geländeradar oder die verbesserte Navigation. Im Anschluss gab es erstmalig Informationen zum anstehenden World Update Nummer 18. Nachdem die Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, bereits vor geraumer Zeit ein Update erfahren hat, steht nun ein weiteres an. Gerade für Deutschland sind die Zahlen schon sehr beeindruckend. Nahezu flächendeckend soll die Auflösung hier bis auf 1 Meter heranreichen. Alleine für Deutschland wurden im Schnelldurchlauf zahlreiche neue Points of Interest zum Beispiel gezeigt. Aber auch ein Airport wurde überarbeitet, und zwar der EDDM in München. Dieser ist nun von Hand gefertigt und besonders detailliert. Darüber hinaus zahlreiche Points of Interests, wie bereits erwähnt. Diese jetzt hier einzeln alle aufzuzeigen wäre zu umfangreich, denn es wurde auch noch bei 2 weiteren Ländern nachgebessert. Und somit kommen wir zu Österreich. Auch hier gibt es 38 neue Points of Interests beispielsweise, sowie ebenfalls einen überarbeiteten, von Hand gefertigten nun und besonders detaillierten Airport, und zwar den LOWS in Salzburg. Zahlreiche Burgen und Schlösser dürfen natürlich auch nicht fehlen, die sich nun in der ohnehin schon wunderschönen Gegend hervorragend abfliegen lassen. Zu guter Letzt innerhalb der Dachregion wurde dann selbstverständlich auch die Schweiz entsprechend überarbeitet, und so dürfen wir uns hier nun über den besonders detaillierten, von Hand gefertigten Airport in LSZB, also in Bern, freuen. World Update Nummer 18 erscheint während der diesjährigen Gamescom, genauer gesagt am 22. August, zeitgleich für Xbox und PC und ist komplett kostenlos. Ebenfalls zu diesem Termin erscheint wie üblich eine Local Legend, und zwar mittlerweile Nummer 19. In diesem Fall sprechen wir hier über das Modell Focke-Wulf 200 Condor. Wie gewohnt passt die Local Legend zum jeweiligen World Update, und somit stammt diese Maschine aus Deutschland und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Bremen hergestellt. Was mich persönlich auch immer sehr interessiert, ist die Geschichte, die hinter der jeweiligen Local Legend steckt. Im Fall der FW 200 Condor ist diese absolut faszinierend, weshalb ich auf einen zusätzlichen Link in meiner Videobeschreibung hinweisen möchte, der sich mit der Historie der Maschine beschäftigt. Jörg Neumann merkte man direkt an, wie wichtig ihm die Arbeiten rund um diese Maschine sind. Entworfen wurde diese von Inibuilds gemeinsam mit Oliver Moser, der auch schon für die Junkers verantwortlich war. Oliver hatte darüber hinaus auch einen Gastauftritt im Livestream und stellte die FW 200 Condor ausführlich vor. Die Maschine wird ebenfalls am 22.08. erscheinen und kostet am Sim Marktplatz für Xbox und PC jeweils 15 € bzw. 10 € für diejenigen, die den Microsoft Flight Simulator in der Premium bzw. Premium Deluxe Version fliegen. Selten war für mich während eines Livestreams bei einer Vorstellung so sehr zu erkennen, wie viel Spaß alle Beteiligten miteinander haben, und selbst kleinere Sprachbarrieren werden super sympathisch gelöst. Herr Albers, sie hat gefragt, was sind die Kabel auf dem Dach des Flugzeuges? Was ist das? Das ist die Antenne. Und somit wäre auch das geklärt.
Es geht direkt weiter mit den guten Nachrichten, denn es wird ab circa Mitte September für die ATR nicht nur die angekündigte Stoll-Variante, sondern auch eine Frachtversion geben. Ebenfalls im September ist derzeit ein Release der verschobenen 707 von Aeroplane Heaven geplant. Diese wird nach wie vor als Famous Flyer Nummer 10 gelistet und wurde seinerzeit aufgrund von Verzögerungen in der Entwicklung verschoben. Der sogenannte World Hub, das Thema wurde in den vergangenen Livestreams ja immer wieder mal behandelt, geht ab dem 22.08., also ab nächster Woche offline und wird im Frühjahr 2025 zurückkommen. So, das waren jede Menge Dinge, die in kürzester Zeit noch anstehen. Wir werfen einmal einen Blick auf die aktuelle Roadmap 2024. Im August also World Update Nummer 18 sowie Local Legend Nummer 19 und für Dezember wurde bereits bestätigt World Update Nummer 19 mit Brasilien und als Local Legend Nummer 20 die Cap 4 Palästina. Für September angekündigt ist die Famous Flyer Nummer 10, die Boeing 707, sowie das Aircraft and Avionic Update Nummer 3 für den A310, den A320 Neo und die PC-6. Und bevor wir jetzt hier in den Q&A-Bereich gehen, dieser Development Stream war der letzte, der sich ausschließlich mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 beschäftigt hat. Ab September soll der Fokus voll und ganz auf dem Microsoft Flight Simulator 2024 liegen, der am 19. November released. Wie bereits erwähnt, gab es 2 Q&A-Blöcke, die ich hier einmal etwas zusammenfassen möchte. Wer sich alles allumfänglich ansehen möchte, hier nochmal der Hinweis, der Link zur vollständigen Veranstaltung befindet sich in der Videobeschreibung. Beispielsweise ging es um die Problematik mit DLSS und den getrübten Glascockpits. Hierzu konnte leider kein gewinnbringendes Update gegeben werden. Man arbeitet daran. Gute Nachrichten hingegen gibt es für all diejenigen, die Flugzeuge gerne bedienen würden, die 6 Triebwerke haben, wie das beispielsweise beim AN225 ja der Fall ist. Aktuell können maximal 4 Triebwerke gesteuert werden. Im Microsoft Flight Simulator 2024 wird man 6 Triebwerke steuern können. In diesem Jahr erhält ja die SR22 ein sehr, sehr umfangreiches Update und wurde einmal komplett getauscht. Eine Frage an Jörg richtete sich dahingehend, ob es auch weitere Flugzeuge geben wird, die ein solch umfangreiches Update erfahren werden. Die ambitionierte Antwort lautet, dass man gerne die komplette Flotte updaten möchte. Hier darf man also gespannt sein, was kommt. Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Situation, dass wenn man beispielsweise auf einem PC beide Simulatoren installiert, also sprich den 2020er und den 2024er in Bezug auf den Community-Ordner. Hierauf wurde geantwortet, dass beide Programme aufgrund der unterschiedlichen Versionen nicht auf den gleichen Community-Ordner zugreifen werden. Man muss hier also dann einiges duplizieren. In Kürze steht die Gamescom in Köln an. Ich bin gespannt, was es da wieder an Neuigkeiten geben wird, gerade in Bezug auf den Microsoft Flight Simulator 2024. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen guten zusammengefassten Überblick darüber geben, was der letzte Developer-Livestream mit sich brachte. Für Fragen und Ergänzungen nutze die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, sowie, falls noch nicht geschehen, ein kostenloses Abo zur Unterstützung dieses Kanals. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus.